Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video werde ich zeigen, wie man unter Adobe Premiere Elements ein Gesicht verpixelt. Ich habe dazu ein Video mit einem Tiger von Pixabay heruntergeladen. Den Link zu diesem Originalvideo finden Sie in der Beschreibung. Im Folgenden werde ich nun hergehen und die Augenpartie des Tigers verpixeln. Dazu muss ich nun eine sogenannte Effektmaske über die Augenpartie legen. Das geschieht dadurch, dass ich hier auf das Video gehe, rechte Maustaste, Clip, Effektmaske, anwenden. Die Effektmaske ist auf die Videospur 2 gelegt worden und wir sehen sie hier an dieser Stelle im Bild. Ich kann die Effektmaske nun über die Augenpartie legen. Und ich kann sie auch in ihrer Größe verändern. Dazu muss ich den Eckpunkt erwischen, das ist jetzt geschehen. Ich gehe nun auf die Effekte, die bereits verwendet werden. Neben der Bewegung und der Deckkraft, die standardmäßig angelegt werden, ist nun auch der Maskieren-Effekt angelegt worden. Bei dem geöffneten Maskieren-Menü ist die Maske nicht mehr zu sehen. Und das ist tatsächlich ein Schwachpunkt bei diesem Programm. Die Maske ist mal zu sehen und mal nicht. Klicke ich nun einfach auf das Bild, so scheint die Maske das ganze Bild einzunehmen. Damit sollte ich aber auf keinen Fall Verschiebungen vornehmen. Klicke ich nun auf Maskieren, ist die Maske wieder da. Hier muss man manchmal durchaus ein bisschen öfter klicken, bis die Maske wieder sichtbar wird. Im Laufe des Videos soll die Maske ja nun mit der Augenpartie mitwandern. Deshalb muss ich für das Maskieren die Animation aktivieren. Das geschieht hier. Ich öffne das Menü. Wenn ich hier drauf klicke, wird es an dieser Stelle entsprechend angezeigt. Es muss allerdings dunkel angezeigt sein, so wie jetzt. Jetzt ist die Animation für all diese 4 Eckpunkte aktiviert. Ich lege jetzt bereits den Effekt, den ich haben möchte, in diese Maske. Das wird der Mosaikeffekt sein. Dazu gehe ich auf FX, habe hier bereits Mosaik eingegeben in diese Suchmaske. Dadurch ist der hier sichtbar, dieser Effekt. Und ich lege diesen Effekt nun auf die Effektmaske. Dadurch ist die Augenpartie jetzt verpixelt. Die Anzahl der Pixel kann ich erhöhen, allzu hoch darf ich sie nicht wählen, dann wird das Bild wieder ganz fein und die Pixel sind kaum zu sehen. Ich gehe auf 50 und 50. Es ist einigermaßen vernünftig verpixelt. Um die Kontraste zu erhöhen, kann ich hier noch auf Farben schärfen gehen. Ich stelle nochmal sicher, dass die Animation wirklich aktiviert ist. Auch hier wundere ich mich manchmal über das Verhalten des Programms, denn die entsprechende Markierung ist wieder rausgenommen. Ich nehme sie wieder rein. Das ist sehr wichtig, dass das aktiviert ist. Mache das jetzt kleiner. Die Maske ist wieder sichtbar. Und nun muss ich tatsächlich hergehen, das Video abspielen und die Maske hinter der Augenpartie herziehen. Wir sehen, dass hier eine Spur angezeigt wird, die ist so gerade eben zu erkennen. Genau das ist die Spur, die die Maske im Laufe des Videos wandern wird. Damit ich nun nicht so viele Punkte setzen muss, führe ich zwar hier die Maske noch einmal nach. Das muss ich also hier immer wieder sichtbar machen. Die Augenpartie wandert dorthin. Und ich kann auch wieder zurückfahren, um die Maske dann an die richtige Stelle zu setzen. Ich werde sie jetzt allerdings vergrößern, damit der Aufwand hier im Video nicht so groß wird. Werde ich sie recht groß wählen, damit ich hier schnell durch dieses Menü hindurchfahren kann. So, die Maske ist wieder nicht mehr zu sehen. Okay. Lasse das jetzt weiterlaufen, bis die Augenpartie wieder zu groß wird oder aus der Maske herausgeht. Das ist etwa jetzt der Fall. Gehe wieder etwas zurück.
Mache die Maske wieder sichtbar und schiebe sie in den Bereich, in den die Augen wandern. Es ist recht wichtig, dass man diese Aufgabe gewissenhaft durchführt, denn die Nachbearbeitung dieser Spur ist zwar möglich, aber doch recht aufwendig. Okay, das Video ist jetzt zu Ende. Ich gehe an den Anfang zurück. Wir sehen, die Maske wandert tatsächlich mit der Augenpartie mit und verändert sich auch in der Größe. Möchte ich nun nacharbeiten oder den Effekt ein wenig verbessern, so muss ich das Maskieren-Menü erweitern. Das geht an dieser Stelle durch Schlüsselbild, Bedienelemente einblenden, ausblenden. Und wir sehen nun die ganzen Keyframes, die hier automatisch gesetzt worden sind, während ich die Maske verschoben habe. Ich kann diese Keyframes jetzt im Einzelnen auch weiter bearbeiten. Das ist allerdings sehr mühselig. Möchte ich von Keyframe zu Keyframe springen, so sollte ich unbedingt über dieses Menü gehen. Denn mit der Maus hier direkt drauf zu klicken, ist doch recht mühsam. Ein Effekt, den ich aber hier unbedingt zeigen möchte, ist der folgende. Indem ich hier unten klicke, kann ich alle Keyframes markieren, gehe auf ein Keyframe, rechte Maustaste, zeitliche oder geometrische Interpolation und kann jetzt vom linearen Effekt auf einen Bézier-Effekt oder andere Effekte wechseln. Die Keyframes ändern ihre Form. Dadurch wird die Spur, die ich hier gezogen habe, nicht mehr linear verlaufen, sondern einen etwas geschmeidigeren Verlauf haben. Ich lasse das jetzt nochmal ablaufen. Schließe das Menü. Rendere mein Video. Und wir sehen hier, dass der Effekt vernünftig eingesetzt worden ist. Ja, soweit zu diesem Thema. Ich hoffe, ich konnte Ihnen damit helfen. Es ist also durchaus möglich, unter Adobe Premiere Elements ein Gesicht vernünftig zu verpixeln. Man muss dazu nicht unbedingt die Pro-Version anschaffen und auch die nachfolgende Version zu meiner, ich habe die Version 2020, bietet hier nicht wesentlich mehr Komfort. Ich habe das Ganze ausprobiert an einer Testversion. Ich sehe keinen Sinn darin, für diesen Effekt die größere Version anzuschaffen. Ja, ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Ich würde mich natürlich sehr über einen Daumen hoch und noch mehr über ein Abo freuen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.